Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video haben wir zwei Problemfälle. Naja, was heißt Problemfälle? Es kommt einfach mal vor, dass die eine oder andere Pflanze sich vielleicht in einem zu großen Orchidop oder Orchideentopf einfach nicht wohlfühlt, wie diese Dorythanopsis canis Schubert, die wir hier haben. Das heißt, vermutlich ist hier das Orchidop einfach zu groß und die Pflanze kommt nicht hinterher. Sie hat auch zahlreiche Kindel ausgebildet. Das heißt, so ganz schlecht kann es ihr nicht gehen. Nichtsdestotrotz, irgendwas ist nicht in Ordnung. Das zweite, was an und für sich gar kein Problemfall ist, dass diese Encyclia hier, die vermutlich mit diesem Neutrieb demnächst blühen wird, einfach in einem viel zu kleinen Orchidop steht. Das heißt, wir nehmen beide Probleme und machen daraus eine Lösung. Das bedeutet, diese Dorythanopsis nehmen wir aus dem Großen und die Kleine aus dem Kleinen und dann setzen wir das um und dann ist das alles toll und dann schauen wir auch, wie einfach das mit Colomi geht. Das heißt, wir nehmen das hier in die Schale, dass wir auch ein bisschen Colomi herumwerfen können. Wir machen einmal hier die Pflanze hier raus. Dann muss man die Schale auch noch frisch wässern. Ihr wisst, aus Colomi kann man die Pflanzen super einfach herausziehen. Einfach ziehen. Und dann sehen wir auch schon bei dieser Pflanze, was das Problem ist. Eindeutig war das Orchidop einfach zu groß. Die Wurzeln unten sind abgestorben und die Wurzeln oben haben gar keine Möglichkeit gehabt, schnell genug nach unten zu wachsen. Jetzt ist das allerdings so, würde die Pflanze jetzt noch längere Zeit im Orchidop stehen, würden diese Wurzeln, die haben ja vitale, schöne grüne Wurzelspitzen, bis nach unten durchwachsen und dann würde sie vermutlich auch wieder die Kurve bekommen. Bis das dann aber soweit ist, hat sie vermutlich die Kurve dann doch sehr schwer und gar nicht gekriegt. Und ihr seht jetzt hier, diese Pflanze im Vergleich zu dem kleinen Orchidop wäre wahrscheinlich genau richtig gewesen. Allerdings muss ich dazu sagen, damals, als ich die Pflanze bekommen habe, hatte sie deutlich mehr Wurzelmasse. Jetzt sind die Erfahrungswerte mit dem Orchidop und Colomi in Bezug auf Vandeen wirklich super. Und so eine Dorythanopsis ist relativ nah am Thema Vanda, weil die macht auch deutlich festere und dickere Wurzeln als jetzt so die normalen Phalaenopsis, die dann doch ein bisschen empfindlicher sind. Deswegen dachte ich, das könnte funktionieren. Hat leider nicht funktioniert. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich die Blütentriebe abschneiden und die alten Wurzeln entfernen. Beim Schnitt von alten Wurzeln, die vertrocknet sind, muss das Schneidwerkzeug, weil das schon bemerkt worden ist, nicht desinfiziert werden. Weil, was will ich hier für einen Schaden verursachen, wenn doch sowieso gar kein Leben mehr in dieser Wurzel vorhanden ist. So, jetzt haben wir die meisten Wurzeln weg. Wenn da jetzt noch ein bisschen was dabei ist, dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Dann schaut das Ganze doch eigentlich schon ganz gut aus und sollte dann im kleinen Gefäß auch funktionieren. Hier ist noch so eine kleine vertrocknete Wurzel. Die Spitze kann auch noch weg. Und dann sind wir so gut wie fertig. Sind wir großzügig, das kommt auch noch weg. Jetzt ist die Pflanze praktisch ein Topf bereit und die passt hier optimal hinein. So, jetzt mache ich hier die Schale einfach noch mal ein bisschen sauber, weil ich hier alles reingeschnitten habe. Deswegen habe ich hier an und für sich meinen, ich nenne es jetzt mal Müllkarton, kein Mülleimer. So, kommen wir zur nächsten Pflanze. Und zwar die Encyclia. Bei der Encyclia ist es im Prinzip das gleiche Spiel. Vermutlich wird sie auch relativ leicht aus dem Orchidop kommen. Muss man nur aufpassen. Ich will nicht zu viel kaputt machen, denn ich möchte auch nicht den Neutrieb so irritieren, dass er nicht mehr wachsen möchte. So. So, jetzt schaut das Ganze schon wieder schön aus. Noch die alten Hüllblätter kann man entfernen, die sind eh vertrocknet, da passiert gar nichts mehr. Ist das sowieso gleich gemacht, entsprechend im Frühjahr die Pflanzenvisite. Und man sieht auch schon an und für sich,
Die Wurzeln schauen ganz gut aus. Jetzt wird sowieso am Neutrieb, der jetzt hier relativ zentral sitzt, neues Wurzelwerk entstehen. Da bin ich dann gespannt, wie er das zukünftig macht. Und da das jetzt hier sowieso so locker ist, könnte ich hergehen und sagen, hey, ich mache mir hier gleich eine Kopie und habe dann eine neue Pflanze oder kann dann sagen, jetzt ist der Neutrieb frei, dass hier der nächste Neutrieb kommt und hier wird voraussichtlich vorne der Neutrieb rauskommen. Das heißt, ich kann die einfach entgegengesetzt pflanzen und habe dann zukünftig 2 Neutriebe in einem Topf. Jetzt hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und deswegen muss ich jetzt zunächst einmal die Orchetope säubern. So, da bin ich wieder. Ich habe auch noch ein bisschen altes Kolomi von der letzten Umtopfaktion, das schon gesäubert ist, mitgebracht. Das seht ihr hier. Und die Orchetope putzen ist einfach mit einer alten Spülbürste überall ringsrum und dann zum Schluss vielleicht noch, falls noch irgendwo Anhaftungen sind, die kann man ja noch grob wegmachen. So pingelig muss man in dem Fall dann auch wiederum nicht sein, denn allzu dreckig wird das nicht oder schmutzig wird das nicht, wenn man das mit Kolomi macht. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei Kolomi, da ist das sehr schnell und sehr einfach zu säubern. Schaut auch wieder aus wie neu, ja. Und dann ist das wirklich super einfach. Und deswegen kommen wir jetzt zunächst einmal zu der Encyclia. Ich habe ja gesagt, der nächste Neutrieb wird hier entstehen. Hier kann man an und für sich auch das trockene Hüllblatt wegmachen. Man kann es vielleicht schon erahnen, das nächste ruhende Auge. Passt mal auf. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Hier ist so ein kleiner dreieckiger Zipfel. Das ist praktisch der nächste Neutrieb, der hier herauskommt. Mit etwas Glück kann es natürlich auch passieren, dass das zweite ruhende Auge hier auch noch austreibt. Dann hätte man aus dieser Pflanze schon mal eine zweitriebige gemacht und hier hat man praktisch die nächste Pflanze, mit der man auch den nächsten Trieb generieren kann. Und wenn man die jetzt dann so einpflanzt, dass die praktisch in jede Wuchsrichtung einen Neutrieb bilden können, dann macht man das beim Eintopfen so. Ja, jetzt ist da noch ein bisschen Grünzeug reingefallen. Moment. Wenn man schon gesäubert hat, sollte man das auch darauf achten, dass da jetzt keine Blätter drin sind und auch nichts unten eingeschlossen wird. So, wenn man es dann einpflanzt, dann geht man so her, und das ist ja das Wichtige bei Kolomi, dass die Wurzeln ganz unten am Boden sind. Man muss das dann dementsprechend erstmal nur so ein bisschen halten. Schaut auch vielleicht, dass der Neutrieb so ausgerichtet ist, dass er ein bisschen gerade nach oben schaut. Und dann ist das eine ganz einfache Sache. Noch ein kleiner Hinweis beim Thema Encyclia, Cattleya, Epidendron und alle Orchideen, die eben sympodial wachsen. Die neuen Wurzeln, die rauskommen, das ist so ein richtiger Wurzelbart. Das heißt, selbst wenn man etwas zu hoch die Pflanze gehalten hat, sie wird auf jeden Fall zum Wasser kommen. Jetzt mache ich es vielleicht doch lieber hier über der Schale. Ja, hat sogar schon fast ausgereicht, der eine Topf. Und dann kann man sogar noch von dem alten Kolomi noch nehmen, das ist ja gar kein Problem. Zum Auffüllen. Und dann war es das auch schon wieder. So schnell geht das. Und dann ist die eingepflanzt. Das ist natürlich wieder ein bisschen Kolomi im Untersetzer. Aber das passiert sowieso immer mal wieder. Jetzt ist sie eingepflanzt und dann nehmen wir das Etikett und dann ist das Thema schon mal erledigt. Sobald jetzt nämlich die Wurzeln rauskommen, kann die Pflanze so richtig loslegen und sich im neuen Topf verwurzeln. Jetzt kommen wir zu unserem Problemfällchen. So, schauen wir, dass die Schale sauber ist einigermaßen, aber zusammengebaut ist. Und dann sehen wir auch schon jetzt, so passt das an und für sich schon deutlich besser. Schaut zwar nicht optimal aus, ja, aber die Wurzeln müssen bis nach unten reichen. Da hier ja jetzt so viele Wurzelspitzen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie das sowieso schafft. Das heißt, schaut, dass die Wurzeln nach unten kommen, die es schaffen, und dann sitzt sie halt ein bisschen
zu niedrig, macht aber nichts. Man kann die Pflanze ja, ihr habt gesehen, wie leicht man sie rausziehen kann, einfach ein bisschen höher ziehen und dann eben ein bisschen auffüllen, dass das Ganze passt. In dem Fall jetzt nehme ich einfach eine neue Packung Kolomi, super einfach, und schütte das dann einfach rein. Wichtig bei der ganzen Sache, bei der Thematik mit Kolomi, ihr müsst das nicht andrücken, ihr könnt es ein bisschen anrütteln, ja, dass das so zwischen die Wurzeln fällt. Und das war es dann schon. Und dann ist auch diese Pflanze wieder in der besser optimalen Schale als zuvor. Und jetzt passt auch wieder das Verhältnis. Das heißt, die Encyclia hat mehr Platz, kann sich ausbreiten und die Pflanze hat ein kleineres Gefäß und steht nicht zu lange zu nass, was eben hier vermutlich dazu geführt hat, dass die Wurzeln abgefault sind. Wir werden sehen, wie sich die beiden Pflanzen entwickeln und sobald dann eine von beiden am Blühen ist, gibt es das Update. Bis zum nächsten Video und tschüss.